Hallo, mein lieber Wassermann, und natürlich auch ein Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Lieber Wassermann, wir schauen uns an, was steht zurzeit für dich bereit, welche Energien wollen gesehen, wollen gehört werden, was ist zurzeit wichtig für dich. Lieber Wassermann, wie immer, denk dran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein, ist auch völlig in Ordnung. Biege nichts zurecht, nimm einfach das an, was zu dir gehört. Falls du dich für das Thema Lebensaufgaben und auch für das Thema Karma interessierst, folge mir gerne auf Instagram oder auch auf TikTok, wenn du magst. Dort teile ich immer wieder mal mein Wissen mit, und auf Instagram mache ich auch immer wieder kostenlos Impulsanalysen. Ich fange demnächst wieder damit an, und das wird so ungefähr alle 2 Wochen dann stattfinden. Wenn du davon profitieren möchtest, lass gerne ein Abo da, würde mich sehr darüber freuen. Ja, lieber Wassermann, dann würde ich sagen, starten wir doch. Lieber Wassermann, was ist zurzeit wichtig für dich zu wissen? Wo darfst du hinschauen? Was solltest du hören? Lieber Wassermann, lieber Wassermann, was darfst du dir zu Herzen nehmen? Wir haben die Erweiterung. Oha, hier haben wir auch noch einen Stopp. Schauen wir, was haben wir hier? Der krönende Abschluss deiner Vision. Ja, ich nehme ganz stark wahr, dass es an der Zeit ist, in deine Größe zu kommen. Also das heißt, wie der nächste Schritt sollte jetzt stattfinden, oder du solltest dies in die Wege leiten. Es ist an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen in deinem Leben und in deine persönliche Größe zu kommen. Also nicht mehr dort stehen bleiben, wo du vielleicht schon länger kann ich sagen, stehen geblieben bist. Vor allem, wenn du merkst, in den letzten paar Jahren, ja, es vielleicht irgendwie vorwärts ging, aber irgendwie auch nicht, dass du immer so ein bisschen im gleichen Ort oder in der gleichen Energie warst, ist es jetzt wirklich Zeit, diese Energie zu verlassen. Es ist Zeit für Wachstum, nämlich ganz stark wahr, und sich vielleicht auch mit neuen Menschen oder auch mit Neuem zu verbinden, sei das neues Wissen, was auch immer. Es geht wirklich, ich habe auch das Gefühl, das ist ein bisschen auch dein Jahresthema, in deine Größe jetzt zu kommen. Weil jetzt ist es Zeit, dass etwas wachsen darf. Vielleicht hast du in den letzten paar Jahren eher daran gearbeitet, dass der Boden stabil ist, damit eben etwas wachsen kann. Und jetzt geht es wirklich darum, hinauszugehen. Weil ich sehe, dass eine Vision oder ein Ziel, was du schon länger ein bisschen mit dir herumträgst, oder ein Wunsch wie abgeschlossen wird oder wie eine Form bekommt, weil du eben jetzt diesen Weg gehen darfst oder sogar wirst. Ich sehe, dass einige vorhaben, ihre Flügel auszubreiten, also so ein bisschen wie ein Schmetterling in die Transformation zu gehen. Also sehr, sehr spannend, dass Wünsche auch, entschuldigt, ich bin immer noch etwas erkältet, dass Wünsche auch in Erfüllung gehen. Ja, ich habe auch irgendwie ganz stark das Gefühl, wenn du diese Energie wahrnimmst, kann es sein, dass sich dein Leben wirklich verändert, aber du musst dich wie zuerst selbst verändern, damit das Leben sich überhaupt verändert. Und ich sehe auch, dass bei ganz vielen irgendein Wunsch in Erfüllung geht oder ein Teil von einem Wunsch, vielleicht noch nicht jetzt sofort, aber es geht in diese Richtung. Schauen wir mal, was ist denn die Hauptenergie, die dich begleitet? Lieber Wassermann, deine Hauptenergie. Für die, die es nicht wissen, ich bin auch Wassermann zum Sternzeichen. Team Wassermann, was begleitet uns? Welche Hauptenergie, welches Hauptthema? Lieber Wassermann, die Welt schon wieder diese Größe. Und vielleicht geht es auch um Horizonterweiterung oder wie raus aus einer Komfortzone oder endlich wie etwas verlassen. Die Welt kann natürlich auch für das Thema Ausland stehen. Und 7
der Münzen. Vorbereitungen, damit du die Früchte ernten kannst. Also hier sehe ich ganz stark auch das Thema, wie gehe ich vor? Wo investiere ich meine wertvolle Zeit, meine wertvolle Energie, in was für Menschen? Also auch wenn du das Thema Liebe hast, sehe ich, dass du einen Kreislauf, vor allem wenn du das Gefühl hast, Dinge haben sich in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren oder Monaten wiederholt, kommst du wie zu einem Abschluss oder die Karten oder das Universum fordert dich heraus, jetzt endlich zu einem Abschluss zu kommen, eine Lernaufgabe vielleicht zu verstehen und das wie abzuschließen. Und dafür braucht es vielleicht auch so ein bisschen Sorgfältigkeit und gute Überlegungen. Wo investierst du genügend Zeit, damit auch etwas entstehen kann? Weil manchmal investieren wir wie zu wenig in etwas, damit überhaupt etwas wachsen kann. Oder manchmal investieren wir auch zu viel. Ich habe letztens auch, ich glaube, das war die Steinbocklegung, habe ich ein Beispiel gemacht. Das ist wie wenn du einen Kaktus tränken, also einen Kaktus hast und du erhoffst dir, dass der Kaktus Äpfel gibt und du pflegst den Kaktus und du tränkst ihn und du stellst ihn an die Sonne und sagst ihm liebe Worte, aber es werden nie Äpfel kommen, nur Blüten. Und die Frage ist, reichen dir die Blüten oder möchtest du Äpfel? Und wenn du Äpfel möchtest, dann musst du deine Energie irgendwo anders investieren. Es geht ein bisschen um diese Energie, also ein bisschen um dieses Thema. Investierst du genügend Zeit in das Richtige, was du wirklich möchtest, oder verschwendest du deine Zeit oder auch dein Geld natürlich? Und hier solche Themen kommen ganz stark. 3 der Münzen. Es kann auch so ein bisschen getriggert werden durch eine Begegnung, vielleicht auch durch ein Gespräch. Oder ein Gespräch animiert dich dazu. Schauen wir mal. Ich nehme auch wahr, ein Beratungsgespräch irgendwie. Ja, irgendein Beratungsgespräch vielleicht. 3 der Stäbe. Ich sehe, dass du mehr möchtest. Also ich glaube, einige fühlen auch Pluto ganz stark, dass es Zeit ist für Transformation. Es ist Zeit für, ich sage jetzt mal, das Wassermann-Zeitalter hat ja jetzt begonnen und jetzt sollte es langsam Form annehmen, Stück für Stück. Und ich sehe, dass es ganz stark darum geht, Ziele zu definieren. Vielleicht auch Dating mal anders angehen oder so ein bisschen bewusster angehen oder auch bewusster entscheiden, möchte ich in diese Person investieren? Ich weiß, es hört sich so doof an, aber ich glaube, du weißt schon, was ich meine, oder eben nicht. Ist es nur heiße Luft? Ist es nur Zeitverschwendung? Schauen wir mal, deine Herausforderung, lieber Wassermann. Ja, da musst du ganz fest aufpassen, der Mond und Ass der Schwerter kann darauf hindeuten, dass man etwas falsch versteht. Vor allem, wenn du ein Gespräch hast, frag lieber nach einigen Tagen nochmals nach oder nach einigen Wochen oder suche ein zweites Gespräch, weil ich sehe, es kann sein, dass man bei einem Gespräch sich missversteht oder wie aneinander vorbeiredet, dass du denkst, es ist so, dabei ist, und die andere Person denkt, es ist so oder eigentlich ist es so. Also hier vielleicht nochmals ein Gespräch suchen, einfach wenn das dein Thema ist. Oder wenn du nach irgendetwas recherchiert hast oder dich informiert hast, lass das mal vielleicht für 2, 3 Wochen etwas sacken und dann mach es nochmal. Es kann sein, dass du es wie anders siehst oder anders verstehst. Und ich habe das Gefühl, es ist wichtig, genau zu schauen und nicht, es kann sein, dass du etwas falsch verstehst, auch beruflich gesehen, auch wenn du ein Vorstellungsgespräch haben solltest, genau hinhören oder nochmals erkundigen. Weil der Mond deutet auf eine Art Verborgenheit hin und vor allem Ass der Schwerter, Thema Kommunikation. Vielleicht auch deine Worte ein bisschen sorgfältiger wählen. Kann sein, dass du aus Versehen die falschen Worte wählst und jemand versteht dich falsch. Aber eigentlich meinst du es vielleicht komplett anders.
Ich sehe auch, dass hier vielleicht das Thema Ängste noch hochkommen könnte und dass man Mühe hat, darüber zu sprechen oder über das Thema Bedürfnisse, dass es an einem ein bisschen nagt. Also hier erlaube dir auch Zeit zu geben, dass du eben deine Wahrheit auch findest und dass du auch deine Wahrheit natürlich auch sprechen darfst. Ganz, ganz wichtig. Ja, es könnte auch um das Thema Geld gehen, um das Thema Geben und Nehmen, dass du vielleicht etwas auch unfair findest oder vielleicht hast du das Gefühl, es ist nicht so ausgeglichen bei der Arbeit oder vielleicht merkst du, da fehlt irgendetwas, vielleicht auch privat. Schauen wir mal, warum der Mond und als der Schwerter als Hindernis, also als Blockade, als Herausforderung, ja, sich sehr viele Gedanken machen, vielleicht auch Angst haben und vielleicht an Dinge sehen oder das Gefühl haben, etwas ist so, dabei ist es nicht so. Auch rechtliche Grundlagen, da ganz genau hinschauen, also nicht voreingenommen sein. Und ich sehe, dass dieses Thema oder diese Information oder eben diese Information, die du nicht hast, dich etwas blockieren könnte oder auch Ängste hochkommen könnte. Schauen wir mal, was kommt sonst noch, liebe Wassermann. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Gegenüber, bekomme ich auch ganz stark rein, wenn du das Gefühl hast, dein Gegenüber hat ein Geheimnis oder da ist irgendeine Lüge, dann schau nicht weg, hab keine Angst, die Wahrheit zu finden. Auch wenn vielleicht die Wahrheit nicht unbedingt das ist, was du gerne hören möchtest, aber hab keine Angst vor der Wahrheit. Wir haben hier 3 der Schwerter. Ja, hier liegt schon eine tiefe Sehnsucht, vielleicht auch ein Verlangen. Und das fühlt sich so tief an, dass es weh tut. Ich weiß, das kennen nicht alle. Ich kenne dieses Gefühl, wenn man sich nach etwas sehnt. Und man sehnt sich so stark danach, dass es richtig fest weh tut. Kann man auch in Richtung Depressionen dann auch gehen, weil man dann eben oft vielleicht ein Leben lebt, was eigentlich unsere Seele gar nicht leben möchte, aber wir ignorieren es dann. Und hier ist einfach wichtig, wenn du so eine Sehnsucht fühlst, ignoriere sie nicht, weil das macht dich eben unglücklich. Verfolge mal dieses Gefühl und finde heraus, was bedeutet es oder wie kannst du diese Sehnsucht leben. Vielleicht nicht auf ein starres Bild verharren, sondern da ein bisschen offen sein. Weil oft geht es manchmal nur um die Essenz von dieser Sehnsucht, die man vielleicht leben möchte. Nicht unbedingt die ganze Vorstellung oder das ganze Bild. Wir haben hier 10 der Stäbe, Königin der Schwerter, Bube der Münzen und 8 der Kelche. Wir haben Luftenergie, Erdenergie und Fischeenergie hier liegen. Ich sehe, dass dich irgendetwas belastet. Ja, hier liegt was Unglaubliches. Es liegt extrem schwer da. Mit irgendetwas befasst du dich ganz stark. Ich habe eben das Gefühl, es geht auch um diese Welt, vielleicht auch um ein Ziel oder eben um diese Größe zu kommen oder vielleicht auch um das Thema Ausland und das Thema Geld sparen oder wie du zu Geld kommst oder zu deinem Ziel. Also hier eine ganz große Last. Ich sehe auch, dass du versuchst, ein bisschen analytisch an die Sache heranzugehen, vielleicht dir auch einen Plan machst, entweder im Kopf oder vielleicht sogar schriftlich. Das sind Vorbote für Entscheidungen. Ein bisschen wie ein Schlachtplan fühlt sich's an. Ja, ich sehe, dass du wie eine Art Schlachtplan machst für dich. Ich nehme auch wahr, dass du es wirklich für dich machst, eher so ein bisschen im stillen Kämmerlein. Oh, Ass der Kelche, ja, du willst Erfolg, du willst die große Liebe. Also ich sehe, es geht wirklich ganz stark um das Thema Fülle, Zufriedenheit, vielleicht eine Berufung leben, vielleicht einen Seelenpartner finden. Und ich sehe, dass dich das Thema jetzt ganz stark triggert. Sehr stark, vor allem im Monat Januar, wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger.
Februar und dass du vielleicht auch ein Gefühl von der Schwert kann auch ein Gefühl von Frustration auslösen, weil wir uns nach etwas sehnen. Wir sehnen uns nach Erfüllung. Und das sehe ich hier ganz, ganz stark. Und ich sehe auch, dass du einen Schlachtplan machst. Königin der Schwerter. Natürlich kann Königin der Schwerter auch eine andere Person sein. Vielleicht ist es auch gespiegelt. Vielleicht ist dein Gegenüber, hat ein großes Thema und muss dieses Thema zuerst mit sich selbst ausmachen. Königin der Schwerter. Hoch. Wir haben das Schicksalsrad, die Herrscherin eben, was brauche ich, was muss ich nähren, damit ich oder säen, damit ich die Früchte ernten kann. Vielleicht auch das Thema Schwangerschaft, Vaterschaft muss nicht sein und irgendeinen Weg suchen, einen Mittelweg suchen. Wie kann ich das in meinem Alltag integrieren, sei das Dating, sei das beruflich gesehen, wirklich diese Überlegung. Und ich sehe, es fühlt sich wirklich nach, jetzt überlege ich mir das. Ich will das jetzt machen. Und eben Königin der Schwerter ist immer ein Vorbote für Handeln und für Entscheidungen. Und ich sehe Bube der Münzen. Entweder könnte ein Erdzeichen eine Rolle spielen oder jemand, der jünger ist, muss nicht unbedingt vom Alter her jünger sein, kann auch von der Seele her jünger sein. Entweder könnte so eine Person wichtig sein, sei das beruflich gesehen oder liebestechnisch, aber ich sehe auch, dass wie ein Funke erscheint, ein Blitzgedanke, eine Blitzidee. Schauen wir mal. Bube der Münzen. Fühlt sich an wie ein kleiner Aha-Moment. Bube der Münzen. Bube der Münzen. Es könnte auch um das Thema Einnahmen gehen. 7 der Schwerter. Vielleicht erkennst du auch etwas, erkennst du eine Lüge oder du findest ich habe das Gefühl, es könnte eine Lösung sein oder eben ein Aha-Moment, wo du irgendein Hindernis erkennst. Schauen wir mal, warum Bube der Münzen. Oder du siehst diese falsche Information oder das, was im Schatten war, was du nicht gesehen hast. Ja, ich sehe ganz stark, also falls du finanzielle Probleme hast oder immer so ein bisschen unzufrieden bist mit deinen Finanzen, sehe ich, dass wenn du dieses Thema in diesem Jahr angehst, dass du da wirklich eine Stabilität erlangen kannst. Aber es passiert nicht einfach, wenn du in der Ecke sitzt. Ganz, ganz wichtig, du musst was dafür tun. Und ich sehe, dass einige das tun und wir eine Idee haben, aber dafür braucht es wie eine Richtungsänderung. Hier kommt wie eine Änderung. Schauen wir mal, warum 8 der Kelche. Vielleicht erkennst du, warum oder was hindert dich daran, finanziell in einen Wohlstand zu kommen oder auch in der Fülle zu sein, beruflich gesehen, in der Liebe. Du erkennst vielleicht auch die Selbstsabotagen oder die Hindernisse. Oh, Ass der Schwerter schon wieder und Ass der Stäbe. Ja, die Suche nach der Wahrheit, die Reise nach der Wahrheit, die Reise nach deiner Bestimmung, nach deiner Passion. Ich habe generell das Gefühl, dass klar, ich sage, jeder Mensch soll seine Passion leben, entweder beruflich oder einfach hobbymäßig, privat. Aber ich muss dir schon sagen, einige Sternzeichen, die brauchen das so fest im Leben, die werden sonst frustriert. Und Wassermann gehört auch zu diesen Sternzeichen, wie zum Beispiel der Löwe auch. Die müssen sich verwirklichen, die müssen ihre Ideen hinausbringen und einfach dieses schöpferische Leben ganz, ganz fest. Und ich sehe, dass du dich auf diesen Weg machst. Du begibst dich auf diesen Weg der Passion. Vielleicht fühlt sich auch ein bisschen nach Suche an, nach Suche nach Chancen. Und fühlt sich sehr gut an, wenn du diese Energie annimmst. Auch in der Liebe sehe ich, dass du vielleicht plötzlich erkennst, wer lügt dich nur an, wer ist ehrlich und
ist ja auch, dass du ganz viel zurücklässt. Also auch Verstrickungen zurücklässt, vielleicht auch körperliche Anziehungen zurücklässt, wenn du merkst, dass es nur körperliche Anziehung ist. Hier könnte eventuell auch eine Person erscheinen, falls du das Thema Liebe hast, die etwas anders ist, als du gewohnt bist und dich dazu animiert. Es muss nicht sein, dass etwas aus dieser Person wird, aber ich habe das Gefühl, diese Begegnung animiert dich zu etwas oder zeigt dir auf, dass es auch noch andere Menschen gibt, andere Arten. Und dass du vielleicht einen gewissen Typ Menschen vielleicht nicht zu dir passt und dann zurücklässt durch diese Begegnung. Schauen wir mal, was ist denn der Rat, Wassermann? Oh, 6 der Kelche. Ja, 6 der Kelche und die Hohepriesterin, Seelenkarten. Es geht um das Thema, welcher Weg gehört wirklich zu mir? Um das Thema Seelenpartner. Also wenn dich das Thema Seelenpartner ganz stark beschäftigt oder einige Menschen fühlen sich zu diesem Thema hingezogen, dann kann es sein, dass du unbewusst es auch fühlst, dass du diesen Menschen finden sollst oder dem Raum geben sollst, dass dieser Mensch kommen kann. Dann schäm dich nicht dafür, dann such deinen Seelenpartner, ganz einfach, wenn du dich dazu hingezogen fühlst. Wenn du das Thema Beruf hast, könntest du dich eben dazu hingezogen fühlen, was ist meine Bestimmung, was ist meine Passion, dann schäm dich nicht dafür, dann geh das an. Mach dich auf die Suche, sei jetzt auf die Suche, was ist meine Bestimmung oder Passion oder auf die Suche, wie kann ich in diese Größe kommen und das eben leben. Oder das ist dann das zweite Thema. Zuerst, was ist es und wie kann ich es leben? Was ist der Schatten? Was oder wo darfst du ein bisschen mehr den Fokus halten, was dir nicht so bewusst ist? Ja, ins Tun. Nicht schnellschussmäßig, sondern geh ins Tun. Gut überlegt, aber handeln, ins Handeln kommen, jetzt. Nicht 1000 Jahre überlegen, sondern ins Handeln kommen. Da darfst du wirklich mehr den Fokus halten, wie kann ich ins Handeln kommen oder welche Schritte sind jetzt nötig, welche Schritte bringen mich auch weiter, weil das ist eben 7 der Münzen. Welche Investitionen, sei das finanziell, energetisch, zeitlich, bringen mich auch weiter. Und da darfst du ein bisschen den Fokus halten. Ja, mein lieber Wassermann, das waren die Karten. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.